Wir starten in das Thema Hausordnung und bei der Hausordnung wirst du dir auch noch eine Checkliste downloaden können, wo du einfach mal schauen kannst, wie gehst du mit unterschiedlichen Punkten in deinem Zuhause um und wie setzt du es so um, dass es für deinen Hund am leichtesten fällt, gewisse Dinge im Training, in der Hausordnung, aber auch allgemein im Alltag bestmöglich umsetzen zu können. Wir beginnen auch erstmal mit dem Territorium, denn meistens ist das Zuhause auch das Territorium von deinem Hund. Und territoriales Verhalten ist ein angeborenes Verhalten und ein völlig normales Verhalten beim Hund. Und es gibt natürlich Hunde, die ein bisschen mehr territorial sind und dann gibt es Hunde, die ein bisschen weniger territorial sind und generell beschützen Hunde auch ihr Territorium. Also das ist etwas, das sie wirklich dann verbellen oder auch wenn sie fremde Leute sehen. Und das kann vielleicht für dich störend sein. Und wenn es für dich nicht störend ist, ist es ganz oft für Nachbarn störend, denn es ist zwar ein normales Verhalten, aber halt auch ein lautes Verhalten. Und innerhalb des Territoriums unterscheiden wir auch noch zwischen dem Kernterritorium. Das Kernterritorium ist halt so das, wo der Hund sich immer am meisten aufhält. Da ist sein Schlafplatz, da ist auch sein Futterplatz. Das sind so alle wichtigen Ressourcen vom Hund. Und deswegen ist es auch so sein Kernraum bzw. sein Kernterritorium. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Platz, wie du den platzieren solltest, dass er zum Beispiel nicht in der Nähe von Türen ist oder bei Durchgängen, am Fenster, auch nicht erhöht, dass der Hund nicht so einen Aussichtsplatz hat. Aber mehr dazu findest du in der Checkliste. Generell sind Territorien für Hunde deshalb so wichtig, weil sie einfach erstens ein Ort der Sicherheit sind. Da fühlt er sich am besten und generell sind die Gefahren da am kleinsten. Und das ist der Ort der Nahrungsquelle, aber auch der Ort, wo die meisten sozialen Kontakte stattfinden. Jetzt ist es aber so, dass nicht nur die Wohnung oder das Haus zum Territorium des Hundes gehören kann, sondern natürlich auch der Garten, das Auto, auch der Spazierweg, wo ihr immer langlauft oder andere Orte, an denen der Hund sich regelmäßig befindet. Also zum Beispiel auch eine Hundetagesstätte, wenn der Hund öfter da ist, oder der Hundeplatz, weil er sich da einfach häufig aufhält. Und auch nochmal ganz spannend zu wissen ist, dass auch nicht im Haus beispielsweise alle Zimmer zum Territorium vom Hund gehören müssen. Also wenn der Hund dieses Zimmer als unwichtig empfindet, weil da weder sein Schlafplatz ist, noch sein Futterplatz, dann denkt er sich, ja okay, ist jetzt nicht so ein wichtiges Zimmer für mich. Neben der Checkliste kannst du dir auch mal den Plan von deinem Zuhause aufmalen. Denn vielleicht fällt dir dann auch auf, dass nicht alles immer ganz ideal ist oder aber du vielleicht etwas ändern möchtest, das du davor immer eingehalten hast. Zum Beispiel so etwas wie Tabuzonen. Das sind Zonen, wo dein Hund gar nicht hingehen soll. Dann gibt es etwas wie zum Beispiel den Ruheraum. Du kannst einen Ruheraum etablieren, wo der Hund hingehen kann, sich ein bisschen entspannen kann, wenn er nicht immer mitten im Geschehen sein soll. Das kann sein, weil du Freunde in deinem Freundeskreis hast, die allergisch sind oder der Hund zu sehr aufdreht, die Leute vielleicht Angst haben. Wie auch immer, es gibt unterschiedliche Gründe, warum so etwas Sinn macht. Das kannst du da auch nochmal etablieren. Ein Hauptfokus solltest du natürlich auf das Kernterritorium setzen. In eurem Zuhause sollte das wirklich ein ganz, ganz besonderer Ort für den Hund sein. Es gibt natürlich, wenn du mehrere Hundebetten hast, dann ist es in Ordnung, aber wirklich definiere so einen Ort als den Hauptaufenthaltsort. Das ist der Ort, in dem dein Hund sich im Training auch am meisten aufhalten wird, wenn ihr zum Beispiel ein Deckentraining macht. Aber mehr dazu ist dann wirklich im Grundgehorsamkurs drin, also wie ihr Strukturen schafft zu Hause und auch Grenzen setzt. Gut geeignet sind dafür zum Beispiel so höhlenartige Hundebetten, aber auch vielleicht Hundebetten, wo der Hund sich so ein bisschen verkriechen kann. Kennels sind auch super, manchmal auch mit so Babygittern, wo das abgetrennt ist, also wirklich etwas, wo der Hund richtige Geborgenheit verspüren kann. Tipp hier noch, wenn du einen Hund hast, dann solltest du mindestens immer ein Hundebett mehr haben als Hunde im Haushalt. Also bei einem Hund mindestens so 2 Hundebetten. Das ist immer noch ganz praktisch, weil du dann wie so ein Kernterritorium hast und eins, das du vielleicht so ein bisschen variabel nutzen kannst im Training oder auch im Zusammenleben mit Hund. Und wenn du 2 Hunde hast, dann zum Beispiel 3. Einfach, dass es da nicht so große Probleme unter den Hunden gibt. Kommen wir zum Thema Futter. Das ist nämlich auch so ein Potenzial für mögliche Verhaltensprobleme beim Hund. Denn du solltest darauf achten, dass nicht immer Futter im Hundenapf zur Verfügung steht. Mach einfach feste Fütterungszeiten für deinen Hund. Also da musst du, bei fest meine ich jetzt nicht immer um die gleiche Uhrzeit. Das ist viel zu anstrengend für dich, aber auch bringt so ein bisschen Stresspotenzial für deinen Hund mit. Sondern guck einfach, dass du ihn zum Beispiel 2-3 Mal täglich fütterst. Und wenn du dann merkst, okay, er möchte nicht mehr, dann stellst du den Napf einfach weg, dass es da nicht zu Ressourcenproblemen kommt oder auch zu einer Verteidigung von den Ressourcen.
Und wenn du das Gefühl hast, okay, er hat eigentlich heute viel zu wenig gegessen, kannst du vielleicht noch mal ein paar Minuten oder Stunden später den Napf oder die restlichen Futterreste für deinen Hund hinstellen, zur Verfügung stellen und dann kann er gucken, ob er das noch essen möchte. Das Problem ist einfach, dass wenn du zum Beispiel noch Futterreste hast, der Hund wollte das nicht essen und du lässt es einfach da stehen, dass der Hund immer das Gefühl hat, ach herrje, wenn jetzt Besuch kommt, muss ich das verteidigen, weil es ist ja mein Futter, es ist meine Ressource und egal was da ist, wird immer im Hinterkopf sein, ich muss auf mein Futter aufpassen und genau das führt zu weiteren Problemen eben im häuslichen Bereich. So, die Maßnahmen und das Management sind erstmal ganz, ganz wichtig, damit du grundlegend ein stressfreies Training beginnen kannst. Das ist wirklich etwas, das du aktiv machen musst. Also da machst du noch gar nichts mit deinem Hund, sondern du richtest dein Zuhause erstmal richtig ein, damit da überhaupt gar keine Probleme entstehen können. Und danach wird es dir unglaublich leicht fallen, mit deinem Hund dann umzusetzen, dass er zum Beispiel auf seinem Platz bleibt, wenn Besuch kommt oder da einfach eine gewisse innere Ruhe beim Hund vorherrscht, dass der Hund auch stressfrei auf seinem Platz bleiben kann, wenn du mit Bekannten isst oder auch alleine isst, dass da nicht immer so ein Gebettel vorherrscht. Also allgemein ist das wirklich die Grundlage, diese Maßnahmen und das Management umzusetzen für ganz, ganz viele unterschiedliche Verhaltensweisen, wo wir uns einfach einen freundlichen Hund wünschen, einen sozialen Hund, der nicht aufdringlich ist und auch nicht frech ist. Im vollen Grundgehorsamkurs widmen wir uns in der 2. Woche komplett dem Thema Hausordnung. Da geht es zum einen, so wie heute jetzt, um die Maßnahmen, aber auch um aktives Training, also dass der Hund auf seinem Platz bleibt in gewissen Situationen, dass man eine Besuchersituation aufbauen kann, dass der Hund aber auch gewisse Regeln einhält zu Hause, dass der einem nicht ständig folgt, dass er nicht so ein Stalking-Verhalten zeigt, sondern auch einfach mal sich ein bisschen abgrenzen kann von der Situation und wirklich lernt, zu Hause entspannt zu sein. Und die 2. Woche ist so das im Grundgehorsamkurs, was für die meisten das schwierigste Thema ist, aber gar nicht so sehr für die Hunde, sondern wirklich für uns Menschen, weil wir auch einfach mal ein bisschen lernen müssen, konsequent zu sein und Dinge einfach mal durchzuziehen und auch mal immer wieder zu wiederholen im häuslichen Bereich und es nicht einfach mal so ein bisschen Larifari durchgehen zu lassen. Im nächsten Video geht es dann um das Markersignal. Das ist so die Grundlage für ein richtig gutes Training, um wirklich punktgenau und im richtigen Timing mit deinem Hund zu arbeiten. Und da wird dir Louis mit Amalia zeigen, wie das Ganze funktioniert. Viel Spaß dabei!